Hallo und herzlich willkommen auf Epic, heute bei uns von Kelty, der Fieldcraft Poncho. Ponchos sind vielleicht nicht das modernste Mittel der Wahl, gab es schon im Vietnamkrieg, wahrscheinlich schon viel früher. Hat ein bisschen Bedeutung verloren in den letzten Jahren, wurde in Afghanistan eher so nebenbei benutzt, sage ich mal, aber so richtig aktuell wird das Thema Poncho gerade wieder jetzt mit der Ukraine-Krise, weil einfach ein Poncho mehr ist als nur ein Regenschutz, sondern tatsächlich ein Gegenstand, den man auch für andere Dinge nutzen kann, wie zum Beispiel hier als Unterschlupf im Tarpaufbau. Kelty hat jetzt hier mit dem Fieldcraft Poncho genau dieses Thema adressiert. Sie haben sich gesagt, wir machen einen Poncho, der nicht nur als Regenschutz genutzt werden kann, sondern noch einige andere Funktionen mehr bietet. Man muss natürlich gleich vorab eins sagen, erschreckt bitte nicht, wenn ihr den Preis seht. Natürlich in Deutschland, muss man dazu sagen, kommt noch Versand, Zoll, Steuern drauf. Das heißt, der ist in Deutschland nochmal eine ganze Ecke teurer. Ist auf jeden Fall der teuerste Poncho, den wir jemals in der Hand gehabt haben. Und wahrscheinlich auch nicht das richtige Mittel der Wahl jetzt für jemand, der sagt, ich will Bushcraften oder sonst irgendwas. Da tut es auf jeden Fall auch ein Surplus BW-Poncho oder sonst irgendwas. Aber für alle, gerade die jetzt vielleicht auch in der Ukraine im Einsatz sind und sagen, ich brauche wirklich was noch ein bisschen mehr Heavy Duty ist und was noch ein paar Eigenschaften hat, die gerade eben für den militärischen Gebrauch sind, für die ist der Kelty Poncho das richtige Mittel der Wahl. Von daher bitte ich schon mal jetzt darum, die Kommentare zu lassen, das ist viel zu teuer, sondern es geht wirklich darum, seht, was es ist, was es kann, und darüber wollen wir heute sprechen. Ja, fangen wir einmal mit den Spezifikationen an. Der Kelty Poncho ist 2,18 Meter in der Länge und 1,37 Meter in der Breite. Er ist aus 100% Nylon 70D Ripstop, was auch DWR beschichtet ist. In Multicam gibt es ihn nur aktuell und das Material ist feuersicher und IR-sicher natürlich auch. Von den Features her lässt er sich einmal natürlich als Poncho nutzen, zeigen wir euch natürlich auch gleich nochmal, dann in diversen Tarpaufbauten wie hier zu sehen. Er hat aber auch eine Ausstattung, um ihn einmal als Rettungstrage nutzen zu können. Das heißt einmal entweder nur mit Handschlaufen, um Verwundeten zu bergen, wenn man einfach den Poncho aus der Tasche zieht, den unter den Verwundeten legt und damit dann mit mehreren Personen an den Handschlaufen die Person abtransportiert. Oder aber, wenn ich sogar Stangen zur Verfügung habe, kann ich hier auch noch Stangen einfügen, um dann eben den Poncho wirklich als richtige Trage zu benutzen. Weiterhin hat er hier noch die Möglichkeit, das Ganze als Hängematte zu nutzen. Also er ist wirklich so ausgelegt, dass er dann, ja, ist logisch, wenn er auch einen Verwundeten transportieren muss, dann kann man sich auch reinlegen zum Schlafen. Das heißt, man kann entweder auf dem Poncho in der Hängemattenkonfiguration schlafen oder eben hier in der Tarp-Konfiguration. Das Schöne ist jetzt hier, wir haben ein Stück Material, das heißt, wir haben keine Naht an der Ridgeline oben am Top, die Wasser durchlassen könnte. Die einzigen Nähte, die hier verwendet worden sind, sind natürlich hier am Saum außen und dann nochmal hier, um das Gurtband zu vernähen, was wir euch gleich nochmal zeigen, wenn wir auf die Innenseite gehen, um dann eben die ganzen Schlaufen zu fixieren. Es ist kein Tape zu sehen, wir wissen jetzt aber nicht, ob das gewachste Schnüre sind. Wir haben auf jeden Fall schon die ein oder andere Wassertests oder den einen oder anderen Wassertest mit dem Poncho gemacht und der hat bisher auch immer dicht gehalten. Von daher denken wir, dass die Schnüre oder die Fäden auf jeden Fall gewachst sind. Ihr habt auf jeder Seite 6 Metallösen, um zum Beispiel dann hier abspannen zu können, wie hier in der Tarp-Konfiguration zu sehen. Und weiterhin natürlich hier dann auch noch Druckknöpfe, um dann auch den Poncho zusammenzubringen, um ihn dann auch als Biwaksack nutzen zu können. Das wäre noch eine weitere Funktion, wie man den Poncho nutzen kann. Für die Konfiguration als Hängematte habt ihr hier mit dabei das entsprechende Material, also sprich zweimal Schnur, um das Ganze spannen zu können, Karabiner und auch nochmal hier ein Stück Gurtband, was dann um den Baum gelegt wird, wo der Karabiner dann eingehängt wird und dann die Schnur. Und dadurch habe ich dann ein sehr komfortables Setup für eine Nothängematte. Ja, man muss natürlich immer die Kirche im Dorf lassen. Es ist jetzt, wer eine Hängematte sucht, wird sich nicht den Kelty Poncho kaufen. Genauso, wer eine Rettungstrage sucht, wird sich auch nicht den Kelty Poncho kaufen. Aber jemand, der sagt, ich brauche so ein eierlegende Wollmilchsau, die viele Funktionen abdecken kann, die man im Felde brauchen kann, der hat auf jeden Fall mit dem Kelty hier die richtige Wahl getroffen. Dann nehmen wir ihn mal runter und schauen uns mal an, wie er so auf der Innenseite aussieht und was er so zu bieten hat. Bevor wir uns die Innenseite anschauen, einmal noch mal ein kurzer Blick auf die Kapuze. Die ist natürlich von der Größe her
ideal geschnitten, um auch einen Helm aufnehmen zu können und lässt sich mit 2 Kordelstoppern und Shockcord zusammenziehen. Zusätzlich sind hier auch nochmal Druckknöpfe zu finden. Die sind dafür gedacht, wenn ich den Poncho als Tarp benutze, kann ich das hier einrollen und kann dann mit den Druckknöpfen und den Laschen hier das Ganze nochmal zusammen fixieren. Natürlich sollte man trotzdem immer nochmal die Shockcord um die Kapuze rumwickeln, um da wirklich eine absolute Dichtigkeit oder dass man keine Schwachstelle an der Kapuze hat, zu schaffen. Aber man hat hier eben auch nochmal die Möglichkeit, mit den Druckknöpfen zu arbeiten. Schauen wir uns mal von innen an. Da seht ihr jetzt auch, warum der Poncho als Trage oder als Hängematte gut nutzbar ist. Man hat über die gesamte Länge oder beziehungsweise an den Seiten und auch in der horizontalen Gurtband vernäht. Und das wurde hier nochmal an den Ecken verstärkt und auch nochmal hier mit einer Halteschlaufe. Das heißt, ihr habt für die halbe Poncho-Breite hier jeweils eine Halteschlaufe. Das heißt, ihr würdet den Poncho doppelt legen im Tragemodus als Beispiel. Und dann habt ihr hier rechts und links jeweils die Halteschlaufen, um dann hier eine Trage in Körpergröße oder in Körperbreite zu haben. Das wäre dann quasi der Modus, wie ich ihn zum Abtransport nutzen könnte. An den Seiten ist hier mit Klett fixiert die Schlaufe bzw. die Schlaufen für die Stange, wenn ich den Poncho als Trage nutze. Das heißt, da habt ihr hier über die Länge verteilt nochmal zusätzlich hier diese Taschen, die dann ausgefahren werden können, um hier auch mit einer Stange transportiert zu werden. Am hinteren Ende findet sich nochmal eine kleine Tasche, in der dann normalerweise das Material untergebracht wird, das ihr braucht für den Hängemattenmodus. Könnt ihr natürlich auch zu Hause lassen, um Gewicht zu sparen. So wiegt der Poncho 1,3 Kilo in der Gesamtausstattung. Hier seht ihr jetzt einmal den Kelty Fieldcraft Poncho im Poncho-Modus. Dazu sind die Ärmel jeweils mit 2 Druckknöpfen fixiert, gehen bis knapp über die Ellbogen und von der Länge her bin ich jetzt knapp bei den Schienenbeinen. Ich bin 1,80 Meter groß, dass ihr einfach mal auch den Vergleich habt. Ihr seht hier auch, mit einem Rucksack ist das überhaupt kein Problem, der passt da auch noch drunter und damit habt ihr eure wichtigste Ausrüstung perfekt vor dem Regen geschützt. Besonders hervorzuheben ist hier vielleicht noch, dass man die Unterteilung, die hier eigentlich für die Trage gedacht ist, auch perfekt vorne in der Front hat. Das heißt, ich habe hier einen Schlitz, der dann auch nochmal das Laufen ein bisschen erweitert, ähnlich wie bei einem Smog, wo auch der Reißverschluss nicht bis ganz unten geht, sondern irgendwo in der Taille aufhört und dann da eben durch den Schlitz dann die Beine besser frei bewegen können. Kommen wir zum Fazit des Kelty Fieldcraft Ponchos. Wie ich es eingangs schon erwähnt habe, es ist nicht der Poncho für jedermann, vor allem auch nicht für jedermanns Geldbeutel. Aber wenn man wirklich ein Mittel sucht, was ihr im militärischen Einsatz nutzen könnt, um verschiedene Szenarien abzudecken und wirklich einen Gegenstand haben wollt, auf den ihr euch hundertprozentig verlassen könnt, dann ist der Kelty Heavy Duty Fieldcraft Poncho genau das Richtige für euch. Ist übrigens auch in den USA hergestellt und damit auch Berry compliant für alle amerikanischen Zuschauer hier, weil das ist ja oftmals auch ein Thema, dass die Sachen dann Berry compliant sein müssen, um eben militärisch genutzt werden zu können. Ihr bekommt den Kelty Fieldcraft Poncho bei Recon Company. Der Link ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? Findet ihr es gut, solche Gegenstände für mehrere Zwecke auszulegen, oder sagt ihr, ich nutze dediziert Gegenstände für die bestimmten Zwecke? Schreibt es uns gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wie immer an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann, macht's gut. Bye bye.